Audax Randonneurs Alemannia. Das ist also der zweite Teil. Wir haben jetzt den dritten Checkpunkt hinter uns in Friedrichskoog ab Kiel. Das 400 Kilometer Privé zum Wattenmeer. Geht also, wie man hier sieht, zum Nationalpark Wattenmeer. Ja, gerade und Elbe. dort lange Zeit entlang. Mit Blick auf die Deiche, die vielen Schafe, getrennt von unzählig vielen Gattern, dass die Schafe da nicht ausbüchsen. Also eins der Top-Orte hier in Schleswig-Holstein sollte jeder mal gewesen sein und am besten ins Watt laufen bei Ebbe. Und dann wird es halt von Tor zu Tor gleich gehen. Einer hält dann immer auf, alle fahren durch und dann bremst man und beschleunigt wieder hinterher bis zum nächsten Tor dann. Aber diese Aussicht ist einfach nicht zu toppen. Es riecht wunderbar nach Watt und guckt je nachdem entweder das Wasser an oder halt das Watt. So. Und wir wechseln immer wieder, fahren ein Stück hinterm Deich, fahren dann wieder rüber und fahren dann wieder am Deich mit Blick auf die See oder auf das Watt. Das Meldorfer Speicherbecken mit einem kleinen Hafen dann auf der linken Seite. Wirklich ein ganz tolles Stück Natur. Ein schöner Punkt für einen kleinen Ausflug. Gibt auch einen schönen Parkplatz da. Dann kann man hier auf dieser Seite oder auf der anderen Seite des Deiches dann etwas träumen und die Zeit verstreichen lassen. Speicherkoog nennt sich das hier. Kleines Sperrwerk mit Minihafen. Das Nordseeheilbad Büsum. Danke. So, da hinten sind auch welche von uns. Es geht wieder durch die Schafwiese zum Eidersperrwerk. Das müsste da hinten sein. So einen weißen Turm kann man da sehen.
Und hoffen, dass kein Schaf losrennt hier. Das Eidersperrwerk mit großen Möwenkolonien. Die Vögel lieben das hier. Irgendwelche Lachmöwen. Und so geht es einmal rüber über dieses gigantische, große Sperrwerk da zur Eider hin. Mit riesigen Toren, die sie hoch und runter schieben können. Wird aber auch schon seit langem dran gebaut. Überall sind noch Gerüste. Die reparieren da seit Jahren dran. Rechts und links gibt es dann diese Brutkolonien der Lachmöwen. Hi. Und jedes Frühjahr ist da der Teufel los von den Kleinen. So. Und der hier auch. Nee, steht sogar. Das sind das Lachmöwen, genau. Ne? Lachmöwen. Und dann kann man wirklich mit bloßem Auge hunderte von Nestern auf dem Boden sehen, wo die dann brüten und sich gegenseitig versorgen. Also ist wirklich ein tolles Schauspiel. So, hier kann man sich hier vor und lang machen. Nochmal ein Blick auf das Eidersperrwerk. Und wir haben noch 25 bis St. Peter-Ording. Das ist dann Checkpunkt Nummer 4. Und haben jetzt 230 Kilometer. Also ein Tick über die Hälfte. Und wieder ein Gatter. Und das Wasser schimmert und spiegelt so schön. Und selbst die Straße, die flimmert, sieht aus da hinten wie Wasser. Dankeschön. Wir haben also schon Nachmittag. Die Sonne steht ein bisschen tiefer und wir fahren der Sonne entgegen. Sie blendet herrlich und bringt das Wasser wie auch die Straße zum Glitzern und zum Flimmern. Danke. Das Wetter hätte einfach nicht besser sein können. Trocken, tolle Luft, Wind aus der richtigen Richtung, für die meiste Zeit zumindest, und absolut trocken. Nix für ein Topspeed die Strecke. Danke. Und so ging es kilometerlang auf diesem wunderschönen Teer direkt am Wasser entlang. Auf der anderen Seite der Deich.
super schöne Landschaft hier am Watt. Der Hafen Estensiel Und das wohl ein Fleet hier. Entwässerung für die Felder. Danke dir. Ja, ein Tour nach dem anderen. Ich filme sie nicht alle. Oh Mann, ist das geil. Und da der Raps auf der Seite und hier das Wasser, glitzernd und spiegelnd, mit bisschen Gegenlicht. Ja, schon ein kleiner Stau. Da kommen die mit ihren Kinderanhängern gar nicht durch. Oh, echt Service. Besten Dank. Und hier auf der Strecke, wo wir jetzt fahren, auf dem Schwarzen Teer, wird das ja schön warm über Tag. Das speichert dann die Wärme. Und wenn es dann in der Nacht kalt wird, dann liegen hier die ganzen Schafe und betrachten das wohl als ihr Bettchen. Recht amüsant. Wenn man dann nachts kommt mit dicken Scheinwerfern, dann denken die sich, oh, was soll das jetzt hier werden? Die sind gewohnt, hier nachts zu pennen, auf der Straße. Das ist auch kaum durchkommen, wenn man so eine Herde hat. Die belegt hier wirklich den ganzen Weg. Also da hat Carsten wieder einen schönen Weg rausgesucht. Hier am Watt lang ist ja auch Titel des Brevets. Große Aufregung hier. Ja. Bloß nicht vors Rad laufen, das bringen die nämlich zu gerne. Ja. Dieses Brevet bei Rehen könnte ein bisschen eklig werden, bei dem, was hier alles rumliegt. Wenn das aber nass ist. Ja, für uns geht's nach oben. Ja. Zu den Rapsfeldern. Vielleicht zumindest. Hier ein letzter Blick. Vorerst. Ja, da ist der Raps. Ja. Aber auf der Strecke hier geht das gar nicht. Danke dir. Also erstmal ein wenig durch die Felder.
St. Peter-Ording im Kreis Nordfriesland. Also CP Nummer 4 und vielleicht ein bisschen längerer Break. Vielleicht kann man noch was Warmes essen. Lust hätte ich ja schon. Aber das bietet sich hier in dem Ort garantiert an. Ist ein schöner Touri-Ort. Im Sommer total überfüllt. Und so geht's für uns erstmal durch die Innenstadt. Das ist da alles etwas langgezogen. Sind doch eigentlich 3 Orte, die an einer Kette da sind. Kontrolle Nummer 4 bei Kilometer 252 in St. Peter-Ording. Checkpunkt Nummer 4. Ja, nun hatte ich ja wieder Chance hochzuladen, das was in Friedrichskoog nicht ging. Aber es hat zum Glück geklappt. Ja, hat er gemacht. Dankeschön. Also kurz vor 6 sind wir jetzt in St. Peter. Noch schnell das Foto von hier hochladen. Nochmal Wetter angeguckt. Also sah hervorragend aus. So, der Wind. Ja, komisch, dass der Wind da so in der Mitte dreht und dann haben wir ihn von vorne, den Rest. Temperaturen, sieht hervorragend aus. Auf diesen weiter. Da hinten sind die, das schaffe ich ja noch. Ich muss ja noch mal einen Stempel holen. Ja, ich denke, ja, das waren aber andere Radfahrer. Also geht es erstmal in kleiner Truppe weiter. Start zur Etappe 5. Und so setzte ich mich erstmal an der Strecke auf eine Bank. Konnte also gut gucken, wann die anderen nachkommen werden. Und für mich gab es erstmal Sushi, Reisrolle in Nori-Blatt und Wasabi. Das ist ja geil, oder? Reisrolle. Und Sojasauce. Da ist Reis drin. Und Wasabi. Oh, lecker. Na, sind hier Mücken? Ich glaube, ja. Sonst bin ich ja oft mit Teigwaren gefahren und habe dann auch Süßigkeiten mitgehabt. Aber da merke ich halt, dass das mir irgendwie auf die Dauer nicht gut tut bei solchen Fahrten. Ja, lassen sich gut transportieren. Eingewickelt in Frischhaltefolie und ein paar Rollen hier drin in der alten Filmdose. Sojasauce. Haben wir eine schöne, salzige, geschmackvolle Reisrolle. Und sind super schnell gemacht. Wiegen nicht viel. Halten einen bestimmten Tag, auch im Warmen. Und die Kühe haben ihren Spaß hier auf der Wiese, die laufen. Also meine Kartoffeln habe ich zur Hälfte weg.
Die haben mir richtig gut getan. Immer nur Brot und Brötchen. Also ich zwei hatte ich mit, eins habe ich noch. Da ist das mir hier lieber. Und zumindest schon mal für den Abend präpariert. (7 Uhr haben wir jetzt. Und sind jetzt in einer kleinen Dreiergruppe. Wir werden also eine Weile in kleiner Gruppe fahren. Einen werden wir noch einsammeln, bis dann zum nächsten Checkpoint. Ja. Ach, die bleibt sogar auf. Evershop Sielhafen. Und es werden für uns die letzten Kilometer am Watt sein. Genießen also die letzten Meter entlang des Nationalparks Wattenmeer zu fahren. Am Abend ist schon kühler geworden. Wir haben also wieder Windbreaker an, haben schon unsere reflektierenden Streifen und Westen angezogen, die Lichter präpariert. Das dürfte jetzt das letzte Gatter sein. Und dann verabschieden wir uns hier von der Nordsee. Dann geht's nach Friedrichstadt. Ich habe noch nicht... jetzt, danke. Bam. Adieu, liebes Wasser. Mit untergehender Sonne, aber die sehen wir nicht, die haben wir immer im Rücken gleich. Und wir haben doch noch ein letztes Gatter, ist doch noch da. Ach, viele Tore. Danke. Und seitlich gucken wir in die nun langsam untergehende Sonne. Und dunkel wird es dann im Rücken von uns werden. Also den roten Sonnenuntergang werden wir dann doch leider nicht sehen können. Und für uns geht es hier erstmal ein bisschen Wind von vorne weiter Richtung Inland, Richtung Friedrichstadt. Keine Höhe, aber eine hervorragende Aussicht. Die Eider. Kurz vor Sonnenuntergang. Sieht man ja da hinten. Wird es langsam rötlich. Sind nun in Friedrichstadt. Willkommen in Friedrichstadt.
Das Mini-Venedig hier, Friedrichstadt. Es hat wirklich schöne Ecken, das Friedrichstadt. So kleine Kanäle, liegen auch viele Boote. Also einige verwechseln es mit einem mini kleinen Venedig. So ein bisschen Charme hat das danach. Und wie nun zu sehen, die Sonne geht hinten immer weiter runter. Haben aber leider doch Bewölkung jetzt, sodass wir also keinen Blick in ein Abendrot erhaschen können. So, 9:30 haben wir das mittlerweile. Haben noch 3 Kilometer vom dann letzten Checkpoint vor dem Ziel. Jetzt wird es also mit einem Ruck wird es jetzt dunkel. Kontrolle Nummer 5 bei Kilometer 337 in Elsdorf. Reifendienste in Anspruch nehmen, ist auf einmal weg. Also, du musst noch deine Equipment vervollständigen. Reifenheber, so einen schönen, so wie ich habe, hast du gesehen, mit so einem Hebelchen. Ich hab einen festen Griff. Kannst du ein Foto machen? Und, Wirklich mit ein paar Leuten drauf, also ein bisschen weiter weg ruhig. Ja. Kannst du die war eben an, so. Und wie die Wetterkarte zeigt, der Rest ist so ein bisschen Wind von vorn, aber in der Nacht ist er eigentlich kaum mehr zu merken. Der ist dann so schwach. Dankeschön. 21:43 Uhr, also kurz vor 10. Und nach einer längeren Pause mit ein bisschen Essen dann nochmal ganz warm anziehen und präparieren für die Nachtfahrt. Start zur letzten Etappe hinein in die Nacht. Kurze Pause, alle schön dick eingemummelt, die letzten 70 Kilometer. Jetzt wieder im großen Trupp. Und wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Teil. Schönen Dank fürs Zuschauen.